Philipps Clips. Wissenschaft und Gesellschaft. Thema Populismus. Heute aus Sicht einer Gräzistin. Mein Name ist Sabine Völlinger. Ich forsche und lehre an der Universität Marburg in der Gräzistik. In der Gräzistik beschäftigen wir uns mit der antiken griechischen Kultur, vor allem mit ihrer Sprache und ihrer Literatur. Die Antike ist für unsere eigene Kultur und unser eigenes Denken sehr wichtig. Dies gilt insbesondere für das Athen der sogenannten klassischen Zeit, das sind das 5. und das 4. Jahrhundert vor Christus. Aus dieser Zeit stammt der Begriff Demokratie. Damals wurden heftig Fragen diskutiert, die auch für uns aktuell sind. Was ist Gleichheit? Welche Staatsverfassung ist gut? Warum gehen Demokratien zugrunde? Dabei wurde auch die Problematik, die wir modern Populismus nennen, diskutiert. Die Athener waren stolz darauf, dass sie eine direkte Demokratie hatten. Denn alle Bürger entschieden in der Volksversammlung mit. Sie übernahmen im Wechsel politische Ämter. Die Ämter wurden in der Regel durch ein Losverfahren vergeben. Es gab auch keine Berufsrichter, sondern nur Volksgerichte aus Laien. Das führte zu dem Problem, dass in diesen Gremien diejenigen besonders Einfluss hatten, die gut reden konnten. Das waren aber nicht unbedingt diejenigen, die die meiste Sachkenntnis und das größte Verantwortungsbewusstsein hatten. Wir finden in der Literatur aus dieser Zeit immer wieder Kritik an diesem Verfahren. Zu den Kritikern gehörte auch der Philosoph Platon. Er wies immer wieder darauf hin, wie wichtig Sachkenntnis, Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein sind für die politische Meinungsbildung und für die Fähigkeit der politisch Verantwortlichen, richtig zu entscheiden. Die politisch Verantwortlichen aber in einer Demokratie sind auch die Wähler. Deshalb sieht Platon die Verantwortung auch bei den Wählern. In seinem Werk Die Gesetze erklärt er, die Erziehung zur politischen Bildung sei Aufgabe des Staates. Mangelnde politische Bildung, so Platon, macht anfällig für Demagogen. Demagogen versuchen, die Bürger durch geschickte und durch einschmeichelnde Rhetorik zu manipulieren, indem sie Sachverhalte vereinfachen und schlichte Lösungen präsentieren. Unter einem solchen Einfluss aber können, so Platon, Verfassungen scheitern. Platon appelliert daran, dass in einer Demokratie jeder Einzelne sich Zeit für Politik nehmen muss. Zeit ist aber natürlich in unserer heutigen Gesellschaft ein knappes Gut. Wie man dafür sorgen kann, dass Menschen Zeit für politische Meinungsbildung und Entscheidungsfindung haben können, das kann in aktuellen Diskussionen über Populismus einfließen. Möchten Sie mehr wissen? Im Text unter diesem Video finden Sie Hinweise auf weitere verlässliche Informationen zum Thema.